Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute sprechen wir über die Sandstorm Fanny Pack. Was die kann, wofür du die brauchen könntest und wie du sie zum Teil deiner Ausrüstung machst, das erzähle ich dir in diesem Video. Wer unser Video zur Enforce Tag gesehen hat, der hat gesehen, dass Fanny Packs jetzt auch bei Black Trident angekommen sind. Alle Fanny Packs, die wir machen, werden so 100% hier bei uns bei Black Trident genäht und hergestellt. Und ich möchte euch heute etwas über die größere Fanny Pack bei uns erzählen, nämlich die Sandstorm Fanny Pack. Die Namen der Fanny Packs, die wir haben, die haben immer einen gewissen Bezug zu, wo die Idee entstanden ist, beziehungsweise für den Anwendungszweck. Bei der Sandstorm Fanny Pack, hier handelt es sich um eine Fanny Pack, die ein größeres Volumen hat und wo man richtig viel hineinbringt. Das ist vor allem für jene von euch interessant, die das Ganze nutzen möchten, zum Beispiel im Auslandseinsatz oder bei Reisen oder auch die sozusagen eine Tasche haben möchten, wo alles für den täglichen Bedarf drinnen ist. Ich zeige euch in diesem Video einmal das Setup als täglicher Begleiter, wie ihr das Ganze zum Beispiel auch mit Rangebelt und Co. kombinieren könnt und sogar wie ihr das Ganze zu eurem IFAK umbauen könnt. Bevor wir uns aber das anschauen, müssen wir uns einmal den Aufbau der Fanny Pack ansehen. Das Allerwichtigste zuerst, hier natürlich der Strap, wie das Ganze montiert wird. Der Strap selbst ist auf einer Seite mit einem Basic Loop mit der Fanny Pack fix verbunden und auf der anderen Seite mit einer Schnalle. Der Verstellbereich ist groß genug, sodass ihr das Ganze entweder um die Hüfte oder Crossbody tragen könnt. Was sehr wichtig ist bei Fanny Packs, das ist das Thema Taschen und Organisation. Je mehr man davon hat, umso besser kann man vor allem kleine Gegenstände gut ordnen innerhalb von Fanny Packs oder generell Taschen. Und genau das war uns auch bei dieser Fanny Pack ein großes Anliegen. An der Vorderseite, hier findet ihr eine große Patchfläche. Die Patchfläche, die könnt ihr verwenden für Einheitszeichen, Patches und Co., also alles, was euch liebt. Auch unser großer Jumbo Flag Patch, der passt perfekt hier vorne drauf. Ein wichtiges Detail bei der Black Trident Fanny Pack, das ist hier schon der Zipper. Beim Zipper haben wir hier eine gummierte Oberfläche, auch am Ende mit einem Knoten, sodass ihr das Ganze auch gut in der Nacht ertasten könnt. Und wenn ich eröffne, habe ich hier ein Fach, was wirklich über den gesamten Bereich vorne geht. Ich habe hier jetzt bei mir die Fanny Pack, die ich so als Daily Driver aufgesetzt habe, das heißt alles, was man so täglich braucht. Gerade das vordere Fach kann etwas sein, wo ihr immer wieder schnell Zugriff braucht. Hier zum Beispiel bei mir die Geldbörse. Dann kommen wir natürlich zu dem Herzstück der Fanny Pack, das ist nämlich das große Fach. Beim großen Fach, hier habt ihr auch zwei Zipper, das heißt, egal ob ihr das Ganze von links oder von rechts öffnen wollt, ihr habt damit alle Möglichkeiten. Wenn ihr die Fanny Pack öffnet, so habt ihr als allererstes an der Vorderseite wieder eine große Patchfläche. Diese Patchfläche, die kann euch dabei helfen, gewisse Gegenstände zu organisieren oder auch einfach Patches und Co., die ihr für Markierungen oder einfach für euch für die Beschriftung braucht, darin haben könnt. Ein guter Tipp, den ich euch geben kann, ist, gerade wenn ihr Gegenstände habt, von denen ihr nicht wollt, dass sie immer hin und her fliegen, ich habe hier zum Beispiel ein Feuerzeug, das hinten mit Klebe-Velcro zu versehen, so könnt ihr das auch immer an Ort und Stelle behalten. Das ganze Innenfach, was sozusagen das Hauptfach ist, hat ein wirklich sehr großes Volumen und es passen natürlich auch Gegenstände, wie zum Beispiel hier eine Glock 43 hinein. An der körperzugewandten Seite, hier habt ihr auch noch einen Zipper, der euch Zugang zu insgesamt 2 Fächern gibt. Beim Zipper hier, der ist einseitig und wenn ihr ihn hinüberzieht, so habt ihr 2 getrennte Fächer, wo ihr eben gerade kleine Gegenstände, ich denke jetzt an Münzen, Speicherkarten und Co. separat verstauen könnt. Ich habe das Ganze zum Beispiel auch bei mir so aufgesetzt, dass ich hier einen Leatherman an einer Seite habe und eine Taschenlampe. Das heißt, gerade hier habt ihr noch einmal die Möglichkeit, viel zu organisieren, weil halt das Wichtigste ist, es soll ja kein Beutel sein, wo einfach alles wild drinnen liegt, wie bei einem Abwurfsack, sondern wirklich organisiert. Auf der Rückseite der Fanny Pack, hier seht ihr etwas, was viele von euch schon von der Golden Hour Bag kennen. Hier habe ich nämlich ein Lochmuster, was euch erlaubt, gerade an der Rückseite außen Dinge wie zum Beispiel ein Tourniquet anzubringen für schnellen Zugriff und natürlich auch komfortabel und praktisch verstaut. Ein Pro-Tipp, den ich euch da geben kann, ist bei uns euch auch das Service-Kit anzuschauen. Viele kaufen ja Shockcord und Paracord auf 100 Meter Rollen und hier habt ihr gerade wirklich ein super praktisches Set, wo alles dabei ist. Shockcord, Paracord, Gummiringer, Double Wrap Velcro, verschiedene Kordelstopper
Also alle die Sachen, die ihr benötigt, um wirklich Top-Organisation zu schaffen an eurer Ausrüstung und natürlich auch gewisse kleine Dinge zu verbessern. Also hier eben auch nochmal die Möglichkeit Turnkey an der Fanny Pack. Ja, hier hinten habe ich auch wieder einen Zipper, wo ich aufmachen kann. Das ist auch sehr spannend, weil das ist das dem Körper zugewandte Fach. Das heißt, hier kann ich auch Sachen drin verstauen, wo ich vielleicht wirklich sie entweder möchte, dass sie gar nicht gestohlen werden können, Taschendiebe und Co. und die ich sehr sicher verwahren möchte. In meinem Fall hier drinnen ist zum Beispiel eine Powerbank, die jetzt nicht unbedingt für die Sicherheit verantwortlich ist, aber man soll sie immer dabei haben. Ich habe vorher im Intro des Videos darüber gesprochen, dass ihr das Ganze als täglicher Begleiter für Ausrüstung und natürlich auch für Reisen verwenden könnt. Durch die Größe der Fanny Pack habt ihr wirklich vielseitige Möglichkeiten. Kombinationen mit der Fanny Pack als Daily Driver sind eben, wie gesagt, auch, man hat die Möglichkeit, Off-Body zu carryen. Es wird natürlich auch in der Zukunft noch andere Fanny Packs geben, die hier noch besseren Zugriff und Co. wirklich genau für diesen Einsatzzweck Off-Body Carry haben. Aber bei der Sandstorm Fanny Pack ist das auf jeden Fall auch möglich. Das nächste, was ihr habt mit dem Thema Kombination mit Ausrüstung. Fanny Packs sind generell auch super, weil sie Organisation bieten und man kann das Ganze unterhalb zum Beispiel vom Range Belt tragen und so auch am Körper hin und her schieben. Jeder von euch, der zum Beispiel auch das Trauma Burrito Video gesehen hat mit der Fanny Pack Mount, der kennt dieses Prinzip schon. Und als letztes habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze für Reisen zu verwenden. Durch das große Volumen von der Sandstorm Fanny Pack kannst du wirklich alles hineinbringen. Also alle Pässe, alle Akkukabel, alle Handys, alles was du brauchst, wirklich hier drinnen in einem Pack. Alles zu den Farben und Verfügbarkeiten der Sandstorm Fanny Pack, das findet ihr bei uns auf der Website auf www.blacktrident.com. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten euch die natürlich gerne. Und ganz wichtig, Leute, unterstützt uns, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.